Hallo und herzlich willkommen im Wettersteingebirge auf dem Weg zum wunderschönen, aber kaum besuchten Plattach. Und damit natürlich auch herzlich willkommen bei Mount Tour Guide. Für alle, die diese Tour nach dem Video selbst gehen möchten, die detaillierte Tourenbeschreibung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt oder vielleicht sogar bei der Tourenplanung geholfen hat, lasst gerne ein Like da. Damit unterstütze den Kanal und meine Arbeit wirklich enorm. Im Schatten der bekannten Gipfel wie Predigtstuhl oder Gernspitze verstecken sich einige Berge, die mindestens genauso aussichtsreich sind, aber trotzdem gerne übersehen werden. Das beste Beispiel dafür ist der Plattach, der auf Tiroler Seite und in älteren Karten auch als Rossberg bekannt ist. Wer am Parkplatz Stupfen startet, wird allerdings erstmal nicht besonders einsam unterwegs sein. Bis ins Scharnitztal teilen wir uns den Aufstieg nämlich mit den Wanderern zur Gernspitze. Bis zur Wettersteinhütte geht es dabei über Forstwege und steile Waldsteige nach oben. Bei unserem Besuch war die Hütte leider geschlossen, weil die Pächter eine neue Heimat gefunden haben. Vermutlich wird sich das aber bald wieder ändern und vielleicht könnt ihr dort ja schon wieder einkehren, wenn ihr dieses Video seht. Über die Wangalm erreichen wir schließlich das wunderschöne Scharnitztal. Und ehrlich gesagt ist das für mich einer der schönsten Abschnitte der gesamten Tour. Nach dem bisherigen Anstieg wird das Gelände deutlich gemütlicher und man kann die Landschaft auch endlich mal in Ruhe genießen. Hundebesitzer sollten hier besonders auf das Weidevieh achten und das weitläufig umgehen. Mindestens genauso aufmerksam sollte man aber nach den eigentlichen Stars des Tals Ausschau halten, den Murmeltieren. Am riesigen Gedenkfelsen trennen sich dann schließlich die Wege. Die meisten Wanderer ziehen von hier weiter Richtung Erinnerungshütte und Gernspitze. Wir dagegen schlagen den Weg zum Plattach ein. Das Schöne dabei, man kann den Gipfel schon ab der Wangalm ziemlich gut erkennen. Man weiß also die ganze Zeit genau, was noch vor einem liegt. Das Einzige, was man zur Tour wirklich erwähnen sollte, ist der letzte Abschnitt zum Gipfel, weil man sich die letzten 15 Minuten nämlich praktisch weglos über den Wiesenkamm bewegt. Schwierigkeiten gibt es dabei keine, aber bei Nässe kann es hier schnell mal gefährlich werden. Das Gipfelkreuz ist allerdings auch eher kreativ. Es wirkt ein bisschen so, als hätte jemand ein paar Zaunpfähle übrig gehabt und daraus kurzerhand ein Gipfelkreuz gebaut. Aber ganz ehrlich, das ist dort oben schon völlig egal. Denn das Panorama muss sich vor den deutlich höheren Nachbarn auch absolut nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Vom Gipfel aus entdeckt man außerdem auf einer weiteren Anhöhe ein auffälliges rotes Schild. Was genau es damit auf sich hat, konnte ich leider nicht herausfinden. Der Weg dorthin wirkt auch deutlich ausgesetzter als der eigentliche Gipfelanstieg und da es ohnehin nicht der höchste Punkt ist, haben wir uns das Ganze gespart. Falls jemand von euch aber weiß, was es mit diesem Schild auf sich hat, schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich tatsächlich interessieren. Damit wünsche ich euch viel Spaß, macht sie, geht sie diese eher einsame Tour und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht die Gipfel gescheit.